Aha. Aha. Digga, es fühlt sich niemals der richtige Call. Mein Bruder hier, Mahlzeit. Guck mal, was ich hier nämlich schon zubereitet. Ich mache jetzt hier wieder rein. Das fühlt sich gerade falsch an. Ich habe seit 2016 keine Preparation, keine Vorbereitung für eine Show von zu Hause aus gemacht. Es ist irgendwie komisch, hier die Farbe daheim zu machen, aufzuladen. Aber eins bleibt, und zwar das Focaccia. Und was letzte Woche funktioniert hat, wird diese Woche auch funktionieren. Oh, Stefan. Alicia schaut auf mich. Kümmert sich mehr um Stefan als um mich. Konstanz Bodensee. Hä? Das wirkt ja wie ich reiß Kinder und isst sie. Stefan, das ist nicht alles in einem satanistischen Zusammenhang. Ja, aber schau mal. Ja, ich hab's gesehen. Was für ein Videoeinstieg eigentlich mal wieder. Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Ich muss mich hier auch ein bisschen sputen, denn wir müssen gleich los zum Athletenmeeting. Und dafür muss ich natürlich vorbereitet sein, denn wir haben 2 Stunden Autofahrt und die Kohlenhydratspeicher werden heute gefüllt. Wir haben heute angefangen, das Laden. Heute Morgen habe ich trainiert, habe Farbe gemacht, wie man unschwer erkennen kann. Die Farbe wird, glaube ich, noch geiler dieses Wochenende. Habt ihr irgendwas verändert, oder? Ja. Ich habe eine Frage. Wie habt ihr denn jetzt, ich meine, wir haben uns ja am Montag noch gesehen. Die Ja, Italy voll Pro gut. war ja... Wir haben uns am Montag nicht gesehen, weil du hast geschlafen. Ja, entschuldige, dass ich bis 7 Uhr Stimmt, wir haben uns auch nicht gesehen. Ich kam aus dem Schlafzimmer, Stefan war auf einmal weg. Also Alicia. Italy Pro, ja, ihr habt ja euren Limoncello-Trank. Also, Ja, wirklich. ey, das wäre ein YouTube-Video geworden. Ich meine, wir haben mit der Familie, also mit uns hier, sage ich mal, nicht Blutsfamilie, aber meiner Familie hier, haben wir den Sieg gefeiert. Ich sag mal so, der ein oder andere Tropfen Limoncello wurde vergossen. Und ja. Desaströse. Ey, ihr habt es wirklich geschafft, diesen Limoncello innerhalb von 10 Minuten zu exen, oder? Also, Ja, Viertelstunde eine Flasche war dabei und dann ging es auf jeden Fall straight forwards. Warum die beiden dann früh morgens wach waren, hat mir Alicia dann gesagt, war der Brand. Nicht, weil ich musste morgens arbeiten. Ja, ich musste zum Flughafen. Oder, stimmt, du musst zum Flughafen. Aber Alicia hat gesagt, beide kamen aus dem Zimmer. Wasser. Ja, das war das fulminante Ende der Italienreise. Ja, aber es hat noch ein fulminanteres Ende mit einem großen Wumms gegeben. Wollen wir darüber auch reden, Herr Wolf? Was für ein Wumms? er meint die Ölwanne. Oh, ja. Aber wir lassen das Stichwort Ölwanne einfach stehen. Wir gehen nicht ins Detail. Nicht, dass Noch Six zuguckt. ich kann sagen, Das ist der richtige Wumms. nie wer zuguckt, ne? Ja, ganz ehrlich, hättest du gesehen, dass dieser Bordstein 1,5 Meter hoch ist? Ich hab's auch nicht gesehen. Ich war stocknüchtern, meine Augen funktionieren. Die Vorderachse ist im Freien fallen nach unten. Ich dachte so kurz, wir setzen auf und dass wir alle nach vorne gehen. Du hast müssen. auch gesagt, fahr da lang. Ja, ich dachte, fahr da runter, ist so ein kleiner Bordstein. Wird schon passen, wa? Das Problem ist, die Italiener sind so klein und in diesem Verhältnis hat die Bordsteinkante nicht so groß ausschauen. Siehst, hasst uns jetzt auf jeden Fall. Ja, ohne offiziell. Scheiß. Und Vegas, es geht nach Vegas, Baby, by the way. Olympia is calling. Und rat mal, welchen Mietwagenverleih wir haben. Ich glaube, wir fühlen den Laden noch in Bagott. Aber Gott sei Dank kennen wir die Straßen in Vegas und die sind ziemlich einfach zu befahren. Wie hast du denn die letzten 3 Tage verbracht? Das ist ja quasi Peak Week an Peak Week. Irgendwas anders? Irgendwie. Ja, es gab 2 kohlenhydratfreie Tage, wo wir mich entleert haben, den Kadaver wieder leer gemacht haben. Gestern war es noch ein Tick voll im Oberkörper, heute Morgen hat es super gepasst. Die Flachheit war wirklich optimal und jetzt die 2 Tage, nicht 3 Tage, sondern 2 Tage Laden werden perfekt ausreichen. Ich habe ein richtig gutes Gefühl, ich kriege auch Gänsehaut, weil Stefan hat ja schon wirklich die österreichischen Eier aus dem Sackerl genommen, hat sie auf den Tisch gehauen und wir haben Risiko gespielt. Oder was ist Risiko gespielt? Mit Stefan spiele ich nie Risiko, aber er für seine Verhältnisse, um einfach mal zu gucken, was geht. Und von jetzt kann es nur besser werden. Also wir haben jetzt mal die Limits ausgetestet sozusagen, was Fülle und so angeht.
Lustig, dass sie trotzdem überall online sagen, der war der härteste im ganzen Line-Up. Also hätte ich wahrscheinlich noch 3 Tage McDonald's laden können. Aber nee, jetzt wollen wir das Ganze für euch natürlich, fürs deutsche Publikum, perfektionieren. Ah. Da haben sich 2 vermisst. Ne? Die Mancello-Team. Saufkumpanen. Ja, Alkoholikerin. Sollte ich am Sonntag noch einen Sieg heimfahren, habe ich wirklich Angst um die beiden. und dann musst du den beiden eine GoPro an den Kopf schneiden, Alter. Das wäre 50 Minuten Videomaterial für euch. À la Perfektion. Ja, richtig 3 Tage gelegen. Ich will ja nichts sagen, aber Markus hat das Auto geschrottet, oder? Ja, also grundsätzlich bei Autoschaden redet man immer strukturelle Schäden und nur normale Schäden. Leute, lasst uns das Thema doch beenden. Wir haben es doch schon jetzt an... Also ich glaube, dass dieser Träger unten inklusive Öl waren ja struktureller Schaden. Moment. Also der Rahmen des Pass auf, Autos ich sage jetzt mal überzogen. Folgendes. Die hätten ja nie im Leben unter dieses Auto geguckt, wenn nicht dieser Schaden an der Seite gewesen wäre. Das heißt, du hast das eigentlich eingeleitet. Das ist ein guter Punkt. Nee, das Auto sah innen drin wie eine Müllhalde. Ich wollte es noch aufräumen und Kameramann Markus hat gesagt, lass das mal. Kohle auch nicht mehr fett. Also das hättest du jetzt auch nicht rausgerissen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ein Post-it mit Vollkasko aufs einfach Ist das dein More-Drink? Ja. Aber da ist ja Obst oder so irgendwas drin, oder? Obst? Daily. Glaubst du selber nicht, dass da irgendein Obst drin ist? Das ist so ein Heidelbeersaft. Daily 100. Alicia, das ist jetzt der Moment, wo du deinen Code erwähnst. Weil Nee? Den hast du, glaube ich, schon ein halbes Jahr nicht erwähnt, aber mach trotzdem mal Umsätze. Ey, wie viele Leute markieren dich jetzt mit dem Ölspray? keine Zeit für meine DMs. Orange oder Lemon? Nee. Markus, jetzt habe ich eine Frage an dich. Schieß los. Nachdem du offiziell geleakt wurdest, Ja. gab es schon Reaktionen in Berlin? Nein, tatsächlich Nein? nicht. Ich Weil du wie immer in deinem Modus gelaufen bist? Nee, so, oder? nee. Ich war gestern bei einem Attack on Titan Konzert Ja? und Echt? ich wurde nicht angesprochen. Besser ist es. Mal gucken, wie es dieses Wochenende ist. Hey Markus, musst du einblenden. Die Kamera gerippt. Wo warst du? Attack on Titan. Wer ist der Content? So ein Anime. Und das ist ein Konzert. Hast du gesagt, ach du Scheiße? Was ist mit dir los? Sagt der, der nicht mal die Zelda-Musik Oh Mann, ihr seid so nachtragend, Alter. Hast du, Oh, Scheiße. ich hab's dir noch subtil reingedrückt. Ja, schön mit dem Soundtrack. Wer ein echter Anime-Fan hätte mit Anime-Cocktails getrunken. Wir sind One Piece, Alter. Hauptsache der Cocktail geht rein. Hast du Karotten dabei? Ja, einige. Wollt ihr welche? Von Alnatura. Selbstverständlich. In Scheiße. Demeter-Qualität. Die 4 Euro dafür ausgegeben. Ich habe auch Datteln mitgebracht für deinen Wie Freund. viel kosten Karotten im Er Kilo hat den Alnatura? mäßigsten Kofferraum, den ich je gesehen habe. Okay, Leute, wir machen jetzt die Kamera aus. Mir reicht jetzt. Jetzt geht das Mobbing los. Ich bin froh, dass mal ausnahmsweise ich es nicht bin, sondern mal du. Nee, aber nur optisch, das passt schon. Dann hast du es da vorne, aber es macht nicht piep, piep, piep. So, also der Verkehrsassistent wird immer ausgemacht. Nee, das Piepsen wird ausgemacht. Ah, ja. Ist das jetzt aber für immer aus? Nee, das ist, erlaubt die EU nicht. Oh Mann. Bei jedem Mal starten des Autos musst du das Bimmeln wieder ausmachen. Und wie finden wir das? Ich habe keine Ahnung von Autos. Ja, wenn wir heile ankommen, dann sollten wir 17:44 Uhr in Offenbach ankommen. Mit Alice vielleicht schon um 17:30 Uhr. Und 2 Blitzern auf dem Konto. 3 Punkten in Flensburg und einem Ich muss da so ein Genevo kaufen. So ein Genevo Radarwarner, die sind echt super. haben wir. Die Kamera läuft. Ono haben wir. Nee, das kannst du vergessen. Leute, das ist doch nicht legal. Was heißt, es ist nicht legal? Das ist eine GPS-Geschwindigkeitsmessung. Es gibt doch auch die Blitzergruppen. Kannst du ihn abschalten und dann hast du nur mehr ein GPS-Geschwindigkeitsmesser. Okay. In Österreich ist mittlerweile legal. Misst nur die Geschwindigkeit. Also ich finde ja immer noch, die Blitzergruppen aus dem Schwabenland sind die besten, so wo meine Kollegen drin sind, morgens um 6
Servus Leute, B29, Stau Richtung Pforzheim, Aalen, alles dreispurig gesperrt, passet auf euch auf. Aber sonst, was Apps betrifft, finde ich Waze am besten. Dann kann ich da gleich hinpissen. Musst du urinieren? Ja. Richtig viel? Ja. Heute schon den ganzen Tag, by the way. Geiler Partnerlook hier. Ich bin immer neidisch auf Stefan seine Oberweite. Das sind einfach Bombe, die Typen, Alter. Das ist der Style, ja, Leute. Young LA, könnt ihr abchecken, Code Polacco, so sieht's aus. Wir sind angekommen. Eine wunderschöne Crew, eine wunderschöne Halle und da gehen wir jetzt rein. Gibt's die Jacken noch? Schon weg alles, oder was? Tja, das nächste Mal schneller sein. So sieht's aus. Stefan. So, ne. Respekt vor der Vor- und für die Open. Danke dir. Sonntag auch dann auf jeden Fall. Ja? Meistens Frauen, vielen Dank. Ist jetzt recht, wenn ich auch frage, ob da was unterschreiben Ja, willst? klar. Klar? Danke sehr. Ja. Hier ist er. Wow! Reingecrashed. Champion ist da. Musste ich jetzt machen, alles klar. Hi Urs. Wie ist die Lage? Bestens. Bestens. Schön Bei in dir? Deutschland. Alter, wann war das letzte Mal, dass man von daheim war? Total, gell? Wie lange bist du? Eine Stunde? 1,5. Ja, Du? sowas, 2 Stunden. Ja. Fährst du auch heim? Klar, Hin und her? Hab ich daheim, auch so gedacht. daheim schläft sich's doch am besten. Ist so. Mann, Alter. Ich fasse gerade den Schultergürtel an. Ich hab hier Doch die- das Comeback, oder was? Die Lände in der Hand. Hab ich auch so. Geil. Ich muss sagen, ich freue mich sowieso über alles, was der Urs gewinnt. Weil ich kann dir immer sagen, wir waren einmal auf der Bühne und da habe ich gewonnen gegen ihn. Von daher, je mehr er abreißt, umso Weißt du höher noch, da lag ich siehst du meinen Backstage und dachte Status. mir, oh, wie geil sieht der aus, scheiße. Alter. Ja, aber war ja, das ist ja auch immer so, das, keine Ahnung, in 5 Jahren kommt einer und tritt an mir in den Arsch, so, und das ist da ja das Schöne, aber Hauptsache, guck mal, was Bodybuilding für einen Sprung gemacht hat die letzten 5, 6 Jahre, seit Frankfurt, wo du so dominiert hast. Ich will gar nicht wissen, was da jetzt am Sonntag passiert. Also man kann, glaube ich, schon von der Halle Abschied nehmen, weil die wird danach nicht mehr stehen, die wird abbrennen. Muss man ja auch sagen, muss man dir auch für Gute heißen. Du hast ist es ja ja das richtig auf die Geile. Fahne geschrieben, Bodybuilding Deutschland wieder attraktiv und groß zu machen. Das hast du dir richtig auf die Fahne geschrieben. Und das finde ich auch geil, dass du da halt, das eine ist der Wettkampf und das andere ist so den Sport vermitteln. Ja klar, und jetzt kommen Leute aus dem Mainstream, kommen hier, also ein Dulatov, ein Eckerlin, also das ganzen YouTuber, was jetzt da auch am Sonntag kommen werden, das wird ja, also es ist ja schon Sport oder Mainstream übergreifend und das ist eigentlich für uns so ein Sport, was total cool ist. Dann ist egal, ob du jetzt 10. oder 20. bist, so am Ende profitierst du ja auch davon und profitieren wir alle von dem Sport. Und selbst auch der Zuschauer, der sich nach dem Wettkampf motiviert fühlt und dann nach Hause geht und sich einen Arsch aufreißt, das ist eigentlich nur Win-Win-Win-Win-Win, so, weißt du. Ja, das geht noch besser. Herr Hoffmann, Ich muss ins Meeting. was ist mit dir, Alter? Wie geht's dir, Mann? Achtung, Achtung, Achtung. Hey, servus. Wie geht's dir? Du bist rein, Alter. Ah, geht's los? Ja, was läuft? Alles gut? Klar. Ja? Machen wir danach noch. Ja, gerne. Glückwunsch. Danke dir. Alles klar. Scherer, mach meinen Fuß nicht kaputt. Oh, wie gut. Wie gut. Finally, man. Bruder. Wer? Was geht, Alter? Was geht ab? Was läuft? Gut. Oh, shit. Yes. Das fühlt Finally, yeah, like in Dubai. Welcome to Europe, Yes. brother. Hi there, brother. Oh, what's up? How you doing, man? AJ.
I love the commentary. I hope you liked it. I love it. He's the goal. We need to get him at the Olympia. How are you? Hi, brother. How How are are you? Nice to see you. The whole dungeon crew. Yes, sir. That's the best guy. This is Earth's best Yeah, cardio I hoodie. wear it everywhere. We'll take care of you. You guys are pros, so act like it. Alright? Whether you agree with the placing or not, something's going on, something's sideways, always still consider yourself like a pro at all times. It's a pro-am, there's going to be amateurs all over the place. Take care of those amateurs. They look up to each and every one of you. They want to be where you are at. Andre, go out! Wenn du Musik noch brauchst oder Wechsel, Da muss ich gar nicht. Ja, am Sonntag morgen bin ich da. Ja, ist viel wert. Sehr gut. Ich verliere es nicht. Ich hab's auf Kamera, ich verliere es nicht. Danke euch. Ich bin zwar kein 31er, aber am Sonntag der 131er. Too many Kuwaitis. Too many. Aber es ist schön, dass du da bist. Ich bin gespannt. Danke. Lange ist her, weißt du. Du wirst mich nicht mehr erkennen. Aber Doch, 2019. ich war auf der Bühne, ich hatte einen roten Haaren. So sieht's aus. Der Ist immer das, in Deutschland ist schön, das ist familiär so. Ja, super. Ich habe auch schon gesagt, wann war das letzte Mal, wo ich von zu Hause aus zu einem Wettkampf gefahren bin. Ja. Überleg mal. Aber ich finde es super, dass du mitmachst. Ja, Wenn du muss. jetzt gerade eigentlich deine Quali schon wieder geholt hast. Ja, aber hey, allein fürs deutsche Publikum, das Mega, muss ich gleich sein. Gänsehaut. Finde ich super, dass sie das so machen. Die hebt ihr mal für Sonntag auf. Deutsch? Ja. Von dem Scheiß habe ich genug da. Here, this guy needs a lot of ESN stuff. Give him two. You want two? Give mine as well. Thank you, Joe. He needs it. Alles klar. Kleiner Junge war ich da, gell? Knuffig bin ich immer noch. Diana, Colonel Molina. Going to switch the finger with otherwise. Loredana, Argentina. Hat alles geklappt? Danke dir. Success. One photo, please. Klassiker. Kennen wir. Dzięki. Powodzenia jutro. Bruce, can I take one? Yes, of course. Thank you very much. Komm, Urs, wenn alle schon dabei sind. Ich bin auch aufgefordert. Das ist der Wolf. Ja, das ist Urs. Das ist dieser Urs, ja, der tanzt. Und der hinten. Aha. Thank you. Jetzt, Junge. Alles klar. Oh. Alles gut. Klar. Schön zu sehen. Hallo, na endlich mal. Was bin ich für ein Arsch? Servus. Fragen. Ja, Soll ich einfach das Lied runterladen und schicken? Genau. Und dann schickt es der weiter. Hochladen muss das. Soll ich dir am Nein, Soll ich dir nein. in WhatsApp schicken oder was? Musik oder was? Sie hat jetzt, das ist schon durch, sie will es jetzt per E-Mail. Ja, schick's per Mail. Habe ich heute Mittag auch noch gemacht. Was nimmst du für ein Lied? Ich nehme jetzt, ich habe gerade entschieden Linkin Park. Geil. Crawling. Alter. Deswegen Shepard. kannst du dir vorstellen, wie gut meine Kür dann ist. Aber der Anfang ist recht ruhig, oder? Ja. Willst du das drin haben oder ist egal? Ja, Romans Ja, ja. Posing ist Mach generell einfach recht so, wie es ruhig. ist. Okay. Du machst ja immer deine Posen länger, weißt du? Dann machst du schon.
Du machst ja schon Ich immer. mach einfach irgendwas immer. Ja, aber du machst ja nicht irgendwelche schnellen Übergänge. Ach so, nein. Dann passt so ruhige Musik. Ich habe deine Kühe angeschaut und dachte mir, so schnell kann ich nicht denken. Geil. Das ist mir zu viel. Ey Männer, wir hauen ab. Wir sehen uns Sonntag, oder? Bis Sonntag. Ja, wir sehen uns. Hau rein, Mann. Viel Erfolg. Danke. Ich wollte sagen, dir auch, aber. Nein, ich bin dazu. Ich bin beim Supporten. Ich bin beim Supporten. Es ist immer so, wenn man eincheckt beim Flug, man kriegt sein Ticket, gibt seinen Koffer ab und dann sagen die mal guten Flug. Und dann sagt man immer, Ja, noch. dir noch. Oder im Restaurant, guten Appetit. Ja, Genau. Danke, ebenso. Backstage. Du bist jetzt offiziell Ciao auf Leute. Das ist der Kanal vom Urs, gell? Also nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren und Linkin Park hören. Ah ja, Linkin Park. Ohne Scheiß, das ist die beste Trainingsmusik. Wir sehen uns am Sonntag. Bis dann. Ey, deine 28 Sätze Rücken morgens und abends, die hätten mich auch, glaube ich, nicht besser gemacht jetzt. Ja, dann hätte ich doch vielleicht vorbeikommen sollen. Ey, ciao. Haut rein. Sag Bescheid, ist kein Problem. Jetzt sowieso. Hab mich gefreut. Ja, mich auch mal. Jetzt ist Olympia-Time, Alter. Jetzt brauche ich einen Ausschnitt von dir. Ja, wenn ich du habe immer willst. noch 2019 Beintraining mit Chris im Kopf. Stimmt, ja, aber ich Fast glaube, diesmal gekotzt. gewinnst du. Ja. Fast gekotzt. Ja, aber wenn du willst, können wir machen. Wir trainieren dein Training. Ja, ich kann auch Romans Training machen, aber danach brauche ich halt Ich bin 2000 Gramm Ich glaube tatsächlich, dass Kohlenhydrate. ich bei euch beiden jetzt in der Mitte bin. Was heißt das? Nee, er macht ganz viel, du machst relativ wenig, ich bin in der Mitte. So würde ich einschätzen. Wird cool, machen wir aber. Ja, sag Bescheid. Du musst den mitbringen, sonst kommt er nicht aus dem Das ist Haus. schwierig mit ihm, aber ich Mir pack ihn scheißegal. ein ins Auto. Ey, ich habe auch einen Reiskocher, ich habe auch einen George Foreman Grill und ich habe alles andere auch. Nein, machen wir das wirklich. Ich würde doch, würd doch mal eine Woche... Schreibt's jetzt rein. Ich würd doch mal Wenn eine nicht, Woche kommen. liege ich Romans Adresse und dann müsst ihr vorm Haus stehen. Ey. Die Adresse ist 20. 18. Ich sag mal so viel, beim Drachenlord hat es genauso angefangen. Ja, stimmt. Das geht, Alter. Alles klar, macht's gut. This guy, fucking insane. Ja, haut rein. Mach's gut, ciao. Habt ihr Desinfektion? Meinst du, die 6000 Hände waren jetzt ein Kannst Problem? du mir jetzt reinfizieren, oder? Ich denke, ja. Eigentlich hätte ich. So, das war das Athleten-Meeting. Das ist wie so eine. Also du bist so ein Transition Master. Ja, ich nehme dir so viel ab im Schnitt. Nicht so wie der. Ich muss ja wieder gut tun für irgendjemand. Ah, lass da, ganz kurz, lass da noch ein Bild vom Bus machen. Ja. Geschäft. Hey, ich habe da eine Pfanntüte. Lass mich einmal das Pfand im Mülleimer werfen. Worum geht's denn? Nur weil wir in Frankfurt sind. Mit dir, ne? Stefan, was ist das Problem? Sie beschimpft mich, weil ich Pfand weggehauen habe. Ja, in Deutschland macht man das doch nicht. In Österreich auch nicht. Nur weil du davon ausgehst, dass hier Obdachlose sind. Ja, irgendwer So wird rein. das nehmen. Ich sehe und- schon ein. Irgendeiner wird es mitnehmen, gell? Bleib so, warte. Okay. Was? Ja. Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, das war das Athleten-Meeting. Und ja, ein eigentlich Klassentreffen. War ohne Scheiß. Ich glaube, heute waren schon viele da aus der deutschen Bodybuilding-Szene. Aber am Sonntag brennt hier die Hütte. Und ja, ich bedanke mich jetzt schon bei jedem, der am Sonntag kommt, supportet. Die Beam 6,5 da hinten, der auf jeden Fall die Seele sich aus dem Leib schreien wird und mich da oben unterstützen wird. Und ansonsten geht's für uns jetzt wieder zurück in die Bärenhöhle. Ab geht's. Der da vorne draußen steht, uns da nicht reinfahren lässt. Nee, der weiß eigentlich Bescheid. Jetzt mal ruhig sein, bitte. Ich will hier Film machen. Stell dir vor, du schneidest das aus Versehen die Tonspur nicht raus. Das war's dann wohl. Irgendwann will ich dich einmal canceln, Stefan. Dann mach ich so eine Compilation. Ja, das sind die Fragen. Schatzi, wie würdest du mich ranken? Jetzt krieg ich eh noch wieder eins auf 6. Da ist der Rotlichtblitzer.
Wir wollen mal anmerken, dass du Regan Grimes schön findest. Ich vergesse das niemals. Also Urs, wie attraktiv findest du dich von 1 bis 10? Ich finde mich... das ist voll weird, sich selbst Fragen zu wir das ranken. doch einfach mal Stefan. Stefan, wie attraktiv ist Urs 1 bis 10? Nee, Na, er oder ich? Achso, du. 6. Wie geil! schon hoch angenehm. Ich hab Mit letztens... Ausstrahlung mache ich 6. Die Optik allein gibt's nicht her, aber... Nee, ich würde mich selbst ranken. Eine gute 8 von 10. So, das besser geht immer, schlechter geht's aber auch. Und abhängig in welcher Phase ich mich befinde tatsächlich. Off-Season sehe ich mich so eine 4 von 10. Mit meinem schönen Schweinsnacken. Und am meisten gefalle ich mir eigentlich so ein paar Wochen nach dem Wettkampf. Und dir, Schatzi? Ach, das stimmt, wir hatten die Thematik ja schon. Die Zwischenphase ist Du immer findest gut. mich eigentlich total hässlich. Zwischenphase. Die Zwischenphase, ja, die sieht auch am gesündesten aus. Quota. 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 Und Facefoot. That's right. Touches. Ja. That's good. Und ja, genau. Ja. Darum platzt das ja fast. Aber Abendsbeurteilung wird da schwer, weil man kein Licht von vorn haben. Gell? Wir haben nur Licht von gerade unten, sprich Beine und Rücken ist eigentlich immer im Schatten. Hier? So ein bisschen. Hier. Ja, da geht's. Mhm.
Doch schon noch einiges am Wasser da. So unter der Haut, vor allem am Unterkörper, gell? Unterkörper, ja. Schub. Ja. Weil genau, wenn du jetzt die Fotos anschaust, wenn wir so ein kleines Manko gehabt haben, dann haben wir in den Fotos das Problem gehabt, dass nur dieser mittlere Strang da fällt. Und den hast du noch weggepostet, weil der untere Rücken zu dominant rausgegangen ist. Dann war der dominant da, aber das war nicht mehr da. Ja. Das heißt, diese Schneisen und diese Wurst drunter waren nicht da. Die holen wir raus. Machen wir mal einen Doppelbizeps. Ja. Es war gerade jetzt gar nicht nach hinten gelehnt. Ich glaube, du kannst sogar noch ein bisschen gerader. Ja. Machen wir so. Schau, dass du recht gerade bleibst, da hast du noch immer ein bisschen Spiel, gell? Ja. Aber passt. Es ist immer wieder spannend, also eine Doppelshow, also Wochenende auf der Wochenende ist jetzt nichts, was unmöglich ist, zweimal das perfekt hinzukriegen, aber es ist immer sehr spannend, weil man innerhalb von einer Woche den Körper nicht auf Null kriegt. Sprich, man kriegt den Körper innerhalb von einer Woche nicht so, wie es vor dem ersten Wettkampf war. Dafür will man immer 2 Wochen brauchen. Dann ist das super easy und viel einfacher timbar. Jetzt ist es so ähnlich, wie es mit der Farbe auch ist es auch mit der Fülle des Muskels. Man ladet noch ein bisschen Restfülle drauf, man streicht die Farbe noch auf ein bisschen Restfarbe drauf, weil der Körper nicht auf Null gekommen ist. Das macht es jetzt ein bisschen spannend und deswegen kann man das auf keinen Fall gleich machen, wie wir es das letzte Wochenende gemacht haben, weil einfach die Grundvoraussetzung und die Basis andere ist. Das heißt, jeder Tag aufs Neue wird jetzt wieder spannend, was man jetzt sehr, sehr gemerkt hat, ist wieder diese Tatsache, wenn man lang sitzt, wenn der Kreislauf runterfährt. Das ist immer die Zeit, wo der Bodybuilder nicht am besten ausschaut, aber wehe er post 2, 3 Runden und erwacht wieder alles zum Leben und auch die Hautstruktur wird wieder so, wie man sich jetzt eigentlich erwarten würde. Also das hat mich schon einmal gut gestimmt. Das nächste, was jetzt noch ist, wir versuchen wirklich noch kleine Details im Posing zu finden bei Sachen, die uns jetzt vorige Woche nicht perfekt gefallen haben. Also da ist immer Raum für Verbesserung, man sieht sich immer wieder in unterschiedlichsten Winkeln, im unterschiedlichsten Licht und da geht es halt daran, auch sich dauernd zu verbessern und die Zeit haben wir jetzt halt genutzt, weil er ein bisschen posen hat müssen, um diesen Autofahr-Gatsch wieder unter Kontrolle zu kriegen und das haben wir einfach dafür genutzt. Das sagt uns gleich, dass wir für Sonntag auf jeden Fall auch genug Zeit einplanen müssen, um meinen Stoffwechsel wahrscheinlich, den nicht, aber um meinen Kreislauf dauernd Schwung zu bringen, vielleicht auf dem Weg 1-2 Mal anhalten, ein bisschen über den Parkplatz und die Beine hochlegen auch auf der Autofahrt, also ich lege mich dann da hinten rein. Und ansonsten, ist jetzt Schlafenszeit, es gibt noch die letzte Mahlzeit, gleiches Schema wie in Italien. Wir haben, Stefan und ich sind perfektionistisch, was das Posing angeht. Ich will, dass ich da dominiere, was das Posen angeht. Wie ein Soldat stehe ich da und bringe da auf jeden Fall das Beste, was geht. Wir haben kleine Tweaks an der Side Chest verändert, wir haben kleine Tweaks bei den Rückenposen verändert und das macht es dann zu einem hoffentlich noch besseren Paketen. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass das richtig reinknallen wird am kommenden Sonntag und leite hiermit das Video aus. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen. Ich sage gute Nacht und bis zum Showday.